Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Mein Name ist Pia und heute gibt es den ersten Lesemonat im Jahr 2022. Heute habe ich noch meinen Lesemonat für den Dezember 2021 für euch und ich muss sagen, dass der Dezember insgesamt betrachtet doch gar nicht so schlecht war. Er hat sehr stark angefangen, was so mein Lesetempo anging. In der zweiten Hälfte von Dezember war es dann eher weniger, aber insgesamt habe ich ein Hörbuch gehört und 3 Bücher beendet. Für mich ein wirklich ganz guter Schnitt und welche Titel das sind, das erfahrt ihr jetzt. Wenn euch das Video gefällt, wie immer freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und wie immer freue ich mich, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, welches euer Leser-Highlight aus diesem Monat war. Anfang diesen Monat möchte ich mit dem Hörbuch, das ich gehört habe. Das war nämlich Sturmsaat, der Zorn der Götter von Isabel Gebhardt, gelesen von Paulina Rümmelein. Das ist ein Titel, den ich über den Hörbuch-Streaming-Dienst Storytel gehört habe, mit dem ich für dieses Video zusammenarbeiten darf. Bei Storytel kann man unbegrenzt Hörbücher hören und man findet mit 250.000 Titeln wirklich eine riesige Auswahl an sämtlichen Genres. Es kommen jede Woche auch neue Originals dazu, das heißt, das sind Titel, die auch nur bei Storytel verfügbar sind und Sturmsaat ist so ein Original. Das ist ein Fantasy-Roman, in dem die Prinzessin Dandara Everlane im Zentrum steht und sie steht kurz vor der Hochzeit mit dem Prinzen des Nachbarlandes. Diese Verbindung gibt ihr endlich die Möglichkeit nach mehr Freiheit, sie darf endlich ihren goldenen Käfig verlassen, aber leider kommt es dann nicht mehr so weit. Am Tag ihrer Hochzeit gibt es einen großen Gewittersturm und Dandara wird vom Blitz getroffen. Erstaunlicherweise überlebt Dandara diesen Vorfall und sie wird gerettet. Sie fällt halt in den Fluss, nachdem sie vom Blitz getroffen wurde, aber Arden rettet sie. Arden allerdings gehört zu den Erzfeinden der Everlanes, trotzdem nimmt er sie mit in sein Dorf. Ja, Dandara gilt zunächst so ein bisschen als Gefangene, aber nach und nach merkt man halt, dass zwischen Dandara und Arden halt doch eine besondere Verbindung besteht, beziehungsweise eine gewisse Anziehung. Was die ganzen Geschehnisse aber erschwert, ist, dass Dandara kurz nachdem sie vom Blitz getroffen wurde, merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Irgendwas ist anders. Sie hat scheinbar plötzlich besondere Kräfte, besondere Fähigkeiten und diese Kräfte sind scheinbar zurückzuführen auf uralte Mythen und Götter, an die man eigentlich gar nicht mehr geglaubt hat, dass das wirklich passiert sein soll. Ich habe in meinem Reading-Vlog Dezember schon erzählt, dass ich richtig Bock auf High Fantasy habe und da kam dieses Hörbuch einfach genau richtig, indem es um verschiedene Königreiche geht, indem es um den Unterschied zwischen arm und reich geht, indem es um den Kampf uralter Götter und um besondere Fähigkeiten geht. Ich habe anfangs so ein bisschen eine Weile gebraucht, um richtig in die Geschichte reinzukommen. Das lag daran, dass einfach sehr, sehr viele Charaktere eingeführt werden und ich anfangs Probleme hatte, die so ein bisschen zuzuordnen und auseinanderzuhalten, aber trotzdem war ich kurz nach dem Anfang schon richtig drin in dieser Geschichte und die Geschehnisse haben mich richtig gefangen genommen. Mich hat Sturmsaat einfach richtig gut unterhalten. Was ich mochte, ist, dass Arden und Dandara grundverschieden sind, also sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie, die behütete Prinzessin, der alles in die Wiege gelegt wurde, die mit dem goldenen Löffel im Mund geboren ist. Und dann haben wir da Arden, Meisterdieb, Giftmischer und Erzfeind von Dandaras Familie. Das sorgt natürlich für ordentlich Spannung und trotzdem, mögen die zwei sich. Wir verfolgen einerseits Dandara und Arden dabei, wie sie sich langsam so ein bisschen näher kommen. Andererseits geht es natürlich auch ganz viel darum, um Dandaras neu gewonnene Kräfte. Und noch spannender fand ich das fast, um die Konsequenzen, die geplatzte Hochzeit mit sich bringt. Und das mochte ich bei dieser Geschichte sehr. Es geht nicht nur schlicht um eine Liebesgeschichte, sondern es geht um viel, viel mehr. Es werden ganz viele Fragen aufgeworfen, aber auch ganz viele Konflikte, muss man sagen. Und einige werden geklärt und einige aber auch nicht. Sturmsaat ist der Auftakt einer Reihe und das Ende lässt auch durchblicken, dass da in der Fortsetzung auf jeden Fall noch ordentlich was auf einen zukommt und da bin ich sehr gespannt drauf. Also ich möchte auf jeden Fall weiterhören.
Wenn auch ihr Sturmsatt hören und Storytel testen möchtet, findet ihr in der Infobox einen Link, mit dem ihr euch dort anmelden könnt. Und wenn ihr diesen Link nutzt, könnt ihr Storytel 30 Tage lang kostenlos nutzen. Wenn ihr euch regulär anmeldet, habt ihr 14 Tage kostenlose Probezeit. Mit diesem Link sind es aber 30 Tage. Danach kostet das Abo 14,90 € im Monat. Ihr habt unbegrenzte Streamingzeit und das Ganze ist natürlich jederzeit kündbar. Das Handling der App ist super easy und intuitiv und hat einige nützliche Features. Für mich ist es bei Hörbüchern beispielsweise immer super wichtig, dass ich die Geschwindigkeit verändern kann. Ich höre niemals ein Hörbuch in normaler Geschwindigkeit, also ich stelle immer mindestens auf 1,5-fache Geschwindigkeit. Und welches Feature ich auch regelmäßig nutze, ist der Sleep Timer. Ist selbsterklärend eigentlich bedeutet, dass nach einer gewissen Zeit das Hörbuch aufhört zu spielen. Und ihr könnt erstmal, ihr habt natürlich verschiedene Sachen, die ihr wählen könnt, wann das aufhören soll zu spielen. Ihr könnt erstmal wählen, einfach bis Kapitelende. Oder es sind auch manche Zeiten schon voreingestellt, 15, 30 Minuten, 45 Minuten. Ihr könnt aber natürlich auch eine ganz individuelle Zeitspanne eingeben. Und was ich hier bei diesem Sleep Timer so richtig praktisch fand, ist, dass wenn man es dann danach das Hörbuch wieder anmacht, spielt er nicht an der Stelle ab, wo der Sleep Timer halt das letzte Mal aufgehört hat, sondern die App fragt, möchtest du genau da weiterspielen oder möchtest du beispielsweise nochmal 10 Minuten zurückspulen? Und wie gesagt, ich nutze den Sleep Timer regelmäßig und ich schlafe auch regelmäßig über dem Hörbuch ein. Und vorher musste ich dann dieses Zurückspulen bis zu der Stelle, wo ich noch wusste, okay, da ungefähr bin ich eingeschlafen, muss ich das immer händisch machen. Und so macht das die App jetzt einfach ganz automatisch. Ich habe ganz, ganz viele spannende Hörbücher in mein Bücherregal in der App geräumt und freue mich sehr darauf, die zu hören. Und als kleine Anmerkung am Rande, ich habe auch ganz, ganz viele Hörspiele gemeinsam mit meinem Sohn gehört. Also da findet ihr auch jede Menge von. Nicht nur Hörbücher aus sämtlichen Genres, sondern auch Hörspiele. Also wenn ihr selber auch irgendwie ein Kind zu Hause habt oder gerne auch mal Hörspiele selber noch hört, wie Bibi Blocksberg etc., werdet ihr da auf jeden Fall auch fündig. Und eine weitere Anmerkung, Storytel ist natürlich in erster Linie ein Hörbuch-Streaming-Dienst, aber es gibt dort auch E-Books und ihr könnt von den Titeln, wo sowohl E-Book als auch das Hörbuch da ist, könnt ihr switchen. Könnt ihr zwischen Hörbuch und E-Book switchen und dann wird immer an der Stelle weitergespielt, an denen ihr beispielsweise beim E-Book aufgehört habt. Finde ich auch sehr, sehr praktisch. Beendet im Dezember habe ich auch If We Were Villains von ML Rio, habe ich im November bereits angefangen und ich hatte im Dezember nicht mehr so viel übrig, ungefähr noch so 100 Seiten oder so, die ich im Dezember nur noch lesen musste. Deswegen hatte ich das auch dann am Anfang des Monats relativ schnell weggelesen und ja, was soll ich sagen, absolutes Highlight für mich. Ich verlinke euch hier oben auch mal mein Halbjahres-Highlights-Video und da findet ihr nämlich auch If We Were Villains. Deswegen, wenn ihr mehr über dieses Buch erfahren möchtet, schaut unbedingt in diesem Video vorbei. Ganz grob gesagt ist ein Roman aus dem Genre Dark Academia, das heißt, das Ganze spielt an einer Elite-Uni. Es geht um eine Gruppe von Studenten, von Schauspielstudenten, die sich sehr viel mit Shakespeare beschäftigen und Freundschaft wird zu Rivalität und letztendlich stirbt einer dieser Studenten und man weiß nicht, was genau ist da passiert. Das erfährt man dann in diesem Buch. Als nächstes habe ich Erobere mich im Sturm, das neueste Werk von Sophie Kinsella aus dem Goldmann Verlag gelesen und auch dieses Buch mochte ich sehr. Das ist ein ganz typischer Kinsella-Roman, der mich sehr gut unterhalten hat. Es geht um Ava und Ava hat schon lange Zeit eine Romanidee in ihrem Kopf, die sie endlich mal zu Papier bringen möchte. Und um das zu machen, nimmt sie an einem Schreibseminar teil. Und dieses Schreibseminar findet in Italien statt. Und hier ist es so, dass sich die Teilnehmer wirklich nur aufs Schreiben fokussieren sollen. Und deswegen darf keiner seinen richtigen Namen verraten oder was er beruflich macht, wo er lebt, etc. Ava ist zunächst auch total drin und will endlich richtig loslegen mit ihrem Roman, wird dann allerdings von einem der Teilnehmer ziemlich abgelenkt. Und ja, sie verliebt sich und wie der Zufall es so will, auch er verliebt sich in Ava. Die beiden fangen ein kleines Techtelmechtel an und ja,
eigentlich sind sie nach dieser Woche Seminar, sind sich beide sicher, das ist die ganz große Liebe. Das Interessante daran ist ja, dass beide überhaupt nicht wissen, was der andere macht, wie er heißt vor allem und was der andere überhaupt für ein Mensch ist. Zufällig leben beide in London. Deswegen beschließen sie dann, ihre Beziehung nach diesem Seminar weiterzuführen. Und gemeinsam mit Ava und ihrem Traummann erfährt man dann hier in Erobere mich im Sturm, wie der jeweils andere wirklich tickt. Und wie man sich vorstellen kann, beide sind sehr unterschiedlich. Das sorgt natürlich für sehr viele Konflikte, aber auch für sehr viel Unterhaltung. Und ich muss sagen, auf den ersten Blick haben wir es hier mit einem sehr oberflächlichen Frauenroman zu tun, wie man das ja häufig bei diesem Genre denkt. So, es ist halt oberflächlich, es ist nicht wirklich was literarisch Anspruchsvolles, aber es unterhält und es macht Spaß. Und ich muss hier sagen, dass mich die Geschichte doch sehr berührt hat. Und das lag vor allem an Ava als Charakter. Also Ava hat definitiv Fehler, aber sie macht auch ganz viel richtig, finde ich. Sie hat ein riesengroßes Herz und Ava hat auch einen ganz tollen Freundeskreis und ihre Freunde mochte ich auch total gerne. Und hier muss ich sagen, also wer die anderen Bücher von Sophie Kinsella mochte, der wird Erobere mich im Sturm auf jeden Fall auch mögen. Mein letztes Buch im Dezember war das Tagebuch der Jenna Blue von Julia Adrian und das ist ein Jugendthriller, auf den ich mich sehr gefreut habe. Das Ganze ist im Drachenmond Verlag erschienen und was einem hier einfach als allererstes ins Auge fällt, ist die wunderschöne Aufmachung. Also sowohl das Cover als auch innen drin. Es sind wunderschöne Illustrationen mit da drin. Und deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut. Muss dann aber letztendlich sagen, dass der Inhalt so ein bisschen anders war als erwartet. Also der Klappentext lässt darauf schließen, dass es um einen Konflikt zwischen zwei Schwestern geht. Also zumindest ging es mir so. Und die Mutter dieser Schwestern ist vor 10 Jahren spurlos verschwunden. Keiner weiß, wo die Mutter ist. Und ich bin davon ausgegangen, dass es eigentlich wirklich halt um diesen Konflikt der zwei Schwestern geht, was es am Anfang zu einer gewissen Weise auch, was am Anfang zu einer gewissen Weise auch so ist. Aber ich weiß nicht, auch das Wort Jugendthriller, ich habe halt gedacht, so es geht halt wirklich darum, dass die sich gegenseitig die ganze Zeit versuchen umzubringen oder sich gegenseitig versuchen Fallen zu stellen oder so. Und so extrem ist es nicht. Also es geht letztendlich um Jenna und ihre Schwester ist Scarlett. Jenna steht sehr im Schatten von Scarlett, obwohl Scarlett eigentlich die jüngere Schwester ist. Und es geht um einen Sommer. Und dieser Sommer ist für Jenna ja ein ganz besonderer Sommer. In diesem Sommer verliebt Jenna sich das erste Mal. Sie knüpft neue Freundschaften. Aber trotzdem scheint über allem irgendwo so ein dunkles Geheimnis zu liegen. Und die Frage ist natürlich immer noch die ganze Zeit, die schwingt halt so unbewusst die ganze Zeit mit, was ist vor 10 Jahren mit der Mutter passiert. Außerdem gibt es auch noch so ein ganz geheimnisvolles Haus nebenan. Ich glaube, es wird auch Spukhaus genannt. Was hat es damit alles auf sich? Das Ganze wird aus Jennas Sicht geschildert, die ganzen Geschehnisse und das auch wirklich voller Gefühl. Und unterbrochen wird die Handlung dann hin und wieder von Tagebucheinträgen, deswegen auch das Tagebuch der Jenna Blue, denn dieses Tagebuch hat für Jenna eine ganz besondere Bedeutung. Also es bedeutet ihr unglaublich viel und dieses Tagebuch ist irgendwo auch Auslöser für die ganzen Geschehnisse. Wie gesagt, der Inhalt der Geschichte war einfach anders als erwartet. Nicht schlecht, aber anders. Und da musste ich mich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Da musste ich erstmal so ein bisschen reinkommen, als es dann halt, plötzlich um was ganz anderes ging, als ich erwartet habe. Aber was mich hier von Anfang an begeistert hat, das war der unfassbar schöne und bildliche Schreibstil. Die Autorin legt einfach so einen ganz besonderen Schreibstil an den Tag, der das Ganze halt nochmal düsterer und geheimnisvoller wirken lässt. Und dadurch werden sehr, sehr viele Rätsel aufgegeben. Und da man das Ganze nur aus Jennas Sicht erfährt. Und Jenna ist halt auch so ein bisschen... Sie weiß halt manchmal auch ihre Gefühle nicht so ganz einzuordnen, beziehungsweise sie ist einfach ein super gefühlvoller Mensch und das wird halt alles in diesem Buch transportiert. Man fühlt mit Jenna halt richtig mit. Und das fand ich einfach wirklich sehr, sehr schön gemacht und hat mich auch definitiv neugierig auf mehr von der Autorin gemacht. Ich möchte definitiv mehr von ihr lesen. Man hat halt hier halt auch so einen kleinen Mix. Wir haben so ein bisschen eine Liebesgeschichte, wir haben Familienkonflikte und wir haben halt so diesen Mystery-Teil. Ganz viel auf einmal
und ganz, ganz viele Emotionen und Gefühle auf jeden Fall. Ich habe es gerne gelesen. Ich mochte es auch, wenn ich danach, nach dem Beenden, erstmal so ein bisschen meine Gefühle sortieren musste, weil, wie gesagt, es war einfach was anderes als das, was ich erwartet habe. So viel noch zum Dezember. Es wird noch mal so ein paar Rückblicke auf das letzte Jahr geben. Dann starten wir aber auch voll los mit dem neuen Bücherjahr. Und ich freue mich sehr darauf und ich hoffe, ihr bleibt dabei, begleitet mich dabei. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.